Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Heute mit einem ganz anderen Thema. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich mir Zeug selber baue, was meinen Rucksack betrifft, der inzwischen eben ein Ruckkoffer ist, den ich auch selber gebaut habe, der für mich sehr praktisch ist, weil ich einzeln an die Sachen hinkomme. Das ist aber heute nicht der Grund, sondern ich sage mal bloß artverwandtes Thema. Es geht um den Bau von einem Büromöbel. Also ein Büromöbel mit Schubläden, das aber gleichzeitig mein Stuhl- und Stehstuhl wird. Weil das ganze YouTube Videos machen hat zwei Seiten. Einmal für mich am Berg aufnehmen und das zweite Mal, da haben wir am PC verarbeiten. Ich habe schon öfter mal einen Hinweis darauf gegeben, dass ich Rückenprobleme habe bzw. gehabt habe. Und ich möchte natürlich jetzt nicht, durch das, dass ich so lange sitze, mir die wieder einhandeln. Das war die Skizze, da ist eine Stückliste und ihr seht schon, da hinten Handkreissäge, Schiene. Für mich eine der besten Kombinationen, wenn man kein Formatkreissäge hat. Das ist eine Garage, die jetzt schnell als Werkstatt umgebaut ist. Und ich werde jetzt mal anfangen, laut meiner Stückliste Teile aus der Platten rausschneiden. Und da werde ich sicher mal einmal eine Aufnahme davon machen. Und dann geht es eigentlich mehr darum, wie baue ich das Teil auf. Aus dem ersten Streifen bringe ich einige Teile raus, die die gleiche Breite haben. Jetzt werden die ersten Teile sauber rechtwinklig gekappt, so dass ich laut Stückliste eben Rückwand, Front, Sitz, Boden und den zweiten Boden unterm Drehteller rauskriege. Den Zuschnitt habe ich jetzt hinter mir. Jetzt geht es darum, dass ich vorbohre. Wer dafür einen Bohrständer braucht, soll es mit dem machen. Ich bin Handwerker und ich habe genügend Übung, dass ich ganz genau weiß, wann ich gerade bohre oder nicht. Und mit Ausreißen mache ich mir auch keine Gedanken, weil wenn da innen was ausreißt, dann kommt es in die Innenseiten und ist sowieso verdickt. Ihr seht, die reibt die gebohrten Löcher auf beide Seiten ganz leicht aus, dann steht nichts über. Durch das, dass ich ja jetzt nicht verleihe und keinen Druck ausübe, sondern das Provisorium erstmal nur schraube, sitzt das Ganze dadurch besser. Ich habe jetzt schon die Rückwand auf die Art vorbereitet. Das Frontteil, das dann sozusagen als Sitz unter mir vorn ist. So, heute, zweiter Tag. Ich habe gestern noch einen von den Schubläden eingespannt. Jetzt habe ich gerade den zweiten mit Zwingen eingespannt. Jetzt ist ganz wichtig, dass man den mal, ich drehe mir jetzt in dem Fall um. Kann ich mir den Boden auch wieder reinlegen. Und ganz wichtig in so einem Fall ist das Messen von der Diagonale. Die Diagonale sagt mir gleich 97,6. Das ist immer zufällig, was da dabei rauskommt. Und es ist absolut gleich. Also kann ich jetzt den Boden befestigen, wenn man das gleich so fixiert, dass nichts mehr verrutschen kann, dass der Schubladen praktisch nicht gestaucht ist in irgendeiner Richtung und dann nicht gerade reinpasst. Es ist Zeit, ich schleife die Flächen innen. An die kommt man ja später nicht mehr hin, wenn der Stuhl montiert ist. So, ihr seht, ich habe jetzt die Rückwand, die Front schon mal vom Boden durch unten montiert. Jetzt werden wir das Ganze mal aufstellen. Und jetzt kommt der Steg unten links. Dann kann ich den auch gleich mal verschrauben.
Die Laufleisten für die Schubläden sind schon drin. Jeweils eine unten und in der Mitte das kurze Stück verhindert, dass er rauskippt. So, jetzt ist alles montiert. Ich schleife die Flächen außen, so dass man es dann Oberflächen behandeln kann, jeder wie er mag. In meinem Fall wird das Ganze mit einer richtig guten Holzbodenseife, so wie man es zum Reinigen von Parkettböden hernimmt, Oberflächen behandelt. Die gibt es stärker konzentriert und sind für mich eine ganz natürliche und eine wunderbare Oberfläche. Ihr habt gesehen, ich habe vorher die Flächen verschliffen, damit mir alles ganz genau bündig ist. Das passt soweit. Und ich habe jetzt schon einen Schritt weiter gemacht, und zwar die Sitzfläche. Das war also gedacht, dass die leicht schräg sein soll. Die Plattenstärke hat in meinem ersten Test genau passt, dass ich wirklich angenehm drauf sitze, so leicht nach vorn geneigt, man steht dann auf die Füße, und so ist es ja gedacht. Man soll ja nicht so drin hängen, wenn man auf einem Bürostuhl sitzt. Der zweite Klappmechanismus ist da oben. Jetzt ist die Sitzfläche, die man im Halbstehen benutzt. Und so ist dann bepolstert meine Lehne für den Stuhl. Soweit ist er eigentlich fertig, aber ich möchte ja nicht den Stuhl immer umdrehen müssen, und aus dem Grund kommt jetzt noch die Drehscheibe drunter. Das ist wie ein doppelter Boden, da kommen noch ganz kleine Füße drunter, und dann soll sich der ganze Stuhl auf der Platte drehen können. Dass ich also einfach hergehe, sage, ja, jetzt bin ich normal gesessen, mir taugt das nicht mehr, ich drehe den Stuhl um und kann dann von anderen Seiten halbstehend dran lehnen. Jetzt kommen die klappbaren Flächen wieder runter, und dann werde ich das noch montieren. Das zeige ich euch natürlich dann auch wieder. Dann ist er ganz fertig. So, ich habe jetzt die Bodenplatte nach oben, die Drehring draufgelegt, und jetzt muss ich natürlich als erstes die zwei großen Löcher rausbohren. Das heißt, ich habe die jetzt ausgemittelt ringsherum und habe so gut ich reingekommen bin, das innen angezeichnet. Das werde ich jetzt ein ganz bisschen größer ausbohren. Die Löcher haben einen Durchmesser von 18, also nicht wie ein 22er Blattbohrer, und bohre die Löcher raus. Das ist eben die Grundlage, dass ich dann zum Montieren hinkomme, wenn es auf den Stuhl drauf kommt. Ich habe jetzt nicht ganz durchgebohrt, weil sowohl mit dem Forstnerbohrer als auch mit so einem Blattbohrer reißt es furchtbar aus, wenn man auf einmal durchfährt. Also die Zentrierspitze von dem Bohrer, die schaut ja dann unten ein bisschen raus, und jetzt bohre ich nur das kleine Stück dagegen. Ich habe jetzt gerade den Drehring da drauf ausgemittelt, festgeschraubt. Jetzt drehe ich mir das so her, dass ich in diese dicker gebohrten Löcher reinschauen kann. Und lege die Platten da mal auf, so dass es halt bündig ist. Und jetzt werde ich einmal drehen und schauen, ob ich auch gut getroffen habe. Passt ganz genau. Das passt auch ganz genau. Ja, das ist beim ersten Mal gut gegangen. Dann nicht mehr wackeln und
Das war der ganze Spuk mit der Drehscheibe. Jetzt kann ich den Stuhl umdrehen und kann den im Prinzip schon soweit nutzen. Ich werde jetzt die Schubläden noch final einpassen, die Lehnen wieder draufschrauben und bevor ich das mache, können wir noch schnell ein paar First runter. Da mache ich einen mittig und die anderen in die Ecken draußen, so dass sie die Platten im Bereich der Drehscheibe nicht durchbiegen kann. Ich weiß nicht, ob es dann eventuell strenger sich drehen lässt oder ob dann die Kugellager recht drunter leiden. Jetzt blase ich noch alle Flächen mit Druckluft ab. Ich möchte mir natürlich nicht zu viel Staub ins Haus ziehen. Und das geht jetzt da draußen noch am besten. So, jetzt ist er fertig. Kippbare Sitzfläche, wie gesagt, ein Boden fehlt noch. Die zweite kippbare Sitzfläche oder halt Lehne. Die Schubladen kann man einfach so rausschieben, da brauche ich keinen Griff hier. Dann kann ich von der Seite rein oder von der Seite rein. Kippen tut er nicht, da ist die Sicherung drin. Also eine Leisten, die den Schubladen hindert, dass er rausklappen kann. Das Ganze unten noch, dasselbe. Und wenn der Boden nach innen geschoben ist, kann man da noch Papier reinlegen oder was Ähnliches, was man halt eher selten braucht oder Nachfüllmaterial. Das mit der Drehscheibe, weiß ich noch nicht, ob es langt. Im Original war das in einem riesigen, schweren Musterständer drin. Und mir war klar, ich hebe das auf, weil da ist bestimmt der Mechanismus zum Brauchen. Da waren noch Bockrollen eingebaut, die das Ganze stabiler gemacht haben. Aber der war endlos schwer, der Ständer. Also ich probiere es jetzt mal aus, ob es so langt. Ansonsten kommt da noch ein kleiner Abstandhalter oder ein Gleiter dazwischen in dem Drehbereich, dass der Stuhl praktisch nicht abkippen kann. Und damit, glaube ich, ist ganz okay. Wenn die Sitzplatten zu weit hinten ist, dass ich merke, ich renne da immer mit der Ferse an, dann habe ich ja noch 8 cm Luft nach vorn. Dann kann ich den weiter nach vorn setzen, den Sitz, und dann passt es auch wieder. Ich habe jetzt im Ganzen, wenn ich es zusammenrechne, etwas länger wie einen Tag braucht. Es ist an sich nicht schwierig, wenn man jetzt in einem Baumarkt oder wo man sich die Platten besorgt, das entsprechend zuschneiden lässt. Die Stückliste steht zur Verfügung. In Touren von Rucksack Taxi, ich möchte jetzt nicht wieder ein eigener Kanal, eine eigene Datei anfangen. Ich weiß nicht, ob ich so viele Projekte in die Richtung mache. Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch interessant. Die Zeichnung und die Stückliste, wie gesagt, ist dann da verfügbar. Werde dann nochmal verlinkt im Video. Und vielleicht macht ja einer die Arbeit und baut nach. Dann würde es mich aber interessieren, ob es was geworden ist und was ihr davon haltet.